Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute ist schon der erste Advent und ich habe was ganz Unkompliziertes für euch und zwar ist das ein Spekulatius-Dessert mit einer Karamellcreme. Super einfach und ganz lecker. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unter dem Video. Los geht's! In meiner Schüssel habe ich 500 Gramm Mascarpone und jetzt gebe ich einfach etwas Karamell dazu. Ich habe heute die karamellisierte gezuckerte Kondensmilch, aber mittlerweile gibt es ja ganz viele Karamellspezialitäten oder Karamellaufstriche, sogar von einem ganz bekannten französischen Marmeladehersteller. Ihr könnt halt das nehmen, was euch schmeckt. Die Menge an Karamell richtet sich nach dem Geschmack und auch nach den persönlichen Zuckervorlieben. Ich mache zum Beispiel zwischendurch einfach mal eine Kostprobe und falls nötig gebe ich einfach noch etwas Karamell dazu. Die Mascarpone-Creme stelle ich kalt und schlage 200 Gramm Sahne steif und heute habe ich noch dabei ein Päckchen Sahne steif verwendet. Die geschlagene Sahne stelle ich auch kalt und als nächstes kleide ich eine kleine Kastenform mit Frischhaltefolie aus. Das ist die 25er Backform. Man kann die Frischhaltefolie ganz gut mit Tesafilm von außen an die Backform befestigen, damit sie nicht verrutscht. Und das Ganze mache ich, damit mein Dessert wie ein kleiner Kuchen aussieht. Ihr müsst es aber nicht machen, ihr könnt euer Dessert ganz normal in eine Auflaufform schichten. So, meine Backform ist startklar und jetzt kann ich meine Creme fertigstellen. Und zwar muss ich noch die geschlagene Sahne unter die Mascarpone-Masse heben und dann kann es auch schon losgehen. Ich fange immer mit der Creme an, also das ist dann die erste Schicht. Ich gebe einfach etwas Creme in die Backform und versuche die dann einigermaßen gleichmäßig in der Backform zu verteilen. Das ist nicht einfach, man bleibt ständig an der Frischhaltefolie hängen, aber die Mühe zahlt sich wirklich aus. Auf der Creme verteile ich dann meine Spekulatiuskekse und diesmal habe ich ein Discounter-Produkt verwendet. Die sind etwas dicker als die Spekulatiuskekse von einem Markenhersteller und das fand ich wirklich gut. Die sind auch schön würzig und wirklich gar nicht so schlecht. Und so schichte ich mein Dessert immer weiter. Ich hatte insgesamt 7 Schichten und ich schließe immer mit dem Keks ab. Den letzten Keks in der Reihe musste ich immer wieder zurechtschneiden und er ist mir dabei immer wieder kaputt gegangen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man kann sie in der Backform wunderbar wieder zusammensetzen. So, es ist der nächste Tag, es ist 15 Uhr. Ich habe mein Dessert am Vortag um 22 Uhr über Nacht kalt gestellt und jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt ein paar Kekse fein gemahlen und werde die Krümel überall auf meinem Dessert verteilen und damit die Lücken auffüllen, denn das wird ja später der Boden von meinem Dessert sein und deswegen muss man alle Unebenheiten und alle Ungleichmäßigkeiten sozusagen ausgleichen. Und jetzt drehe ich mein Dessert um und natürlich nehme ich dafür entweder eine passende Kuchenplatte oder einen passenden Servierteller. Ich ziehe dann den Tesafilm ab, entferne erst die Backform und dann auch ganz vorsichtig, damit keine Macken entstehen, auch die Frischhaltefolie. Und dann wird das Dessert von allen Seiten mit den gemahlenen Keksen verschönert und sieht auch gleich wie ein Kuchen aus. Das geht natürlich am besten mit einer Teigkarte oder mit so einem Silikonschaber. Als Topping nehme ich gehackte gebrannte Mandeln, die sind natürlich selbst gemacht und ich habe schon letztes Jahr ein ganz tolles Video hochgeladen. Ich werde es euch in der Infobox unter dem Video verlinken und dann könnt ihr sie ganz einfach selber machen. Das ist super einfach und sie schmecken auch ganz toll. Und zum Schluss verteile ich ein paar frische Himbeeren auf meinem Dessert und bestreue dann die Himbeeren mit den gehackten Mandeln und schneide es auch schon an. Also der Anschnitt war um 17 Uhr, das heißt, da liegen jetzt keine 24 Stunden zwischen. Ich habe es ja um 22 Uhr am Vortag fertig gemacht und erst am nächsten Tag um 17 Uhr angeschnitten. Je länger das Dessert im Kühlschrank steht, desto fester wird die Füllung. Und jetzt kommen noch ein paar ganz leckere Nahaufnahmen für euch, dass ihr auch ganz genau sehen könnt, wie wunderbar cremig dieses Dessert ist. Es ist sowas von empfehlenswert, es ist wirklich ein Traum. Und dieser Karamellgeschmack, er ist echt nicht zu toppen. Macht's mal nach, ihr werdet es nicht bereuen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen ersten Advent und sag auch schon mal Tschüss.